Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 CKTV. Heute sind wir in Dortmund bei Sidney Industries. Sidney Hoffmann, bekannt von den PS-Profis und aus dem Fernsehen. Und wir haben ein ganz spezielles Projekt mit ihm gemacht. Wir haben nämlich seinen RWB Rauwelt Porsche als Modellauto produziert. Ich freue mich darauf, euch das in dieser Folge zu präsentieren. Viel Spaß! Heute sind wir bei Sidney Hoffmann, bei Sidney Industries in Dortmund, einem der deutschen Autotuner, bekannt auch aus dem Fernsehen mit zahlreichen Reportagen und Serien. Ich freue mich außerordentlich, dass Sidney Zeit hat für uns. Zum einen sein Auto vorzustellen, den RWB Porsche, zum anderen, dass er zusammen mit uns das Modellauto realisiert hat. Das ist für mich als Inhaber von CK Modellcars eine besondere Ehre. Sidney ist ein absoluter Petrolhead, ein Autofanatiker vor dem Herrn, aber all das wird er euch auch gleich selber erzählen. Ja, mein Name ist Sidney Hoffmann. Man kennt mich von diversen Fernsehformaten wie PS-Profis, Sidneys Welt oder Mein neuer Alter oder Grip. Ich mag absolut das Individualisieren, das Umbauen. Habe eine Firma, Sidney Industries, in der bauen wir Fahrzeuge für Kunden um. Und unter anderem, wo ich sehr stolz drauf bin, bin ich RWB Germany und bin quasi die Dependance von dem japanischen Tuner RWB. Und ja, das bin ich. Akira Nakai ist der Gründer und Owner, würde ich sagen, von RWB. Was verbindet uns? Also ich kann erst mal erzählen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Und da war ich, glaube ich, 2007 auf der SEMA Show und da stand ein 993 RWB, so wie Furusato. Und da habe ich gedacht, ich falle aus allen Wolken, weil ich meine, was für ein breites Mistvieh steht denn da bitte? Und habe gedacht, sowas muss ich haben. Durch einen witzigen Zufall habe ich dann meinen Freund kennengelernt, Christian Kujin. Und da hat sich herausgestellt, dass er sehr, sehr engen Kontakt zu Akira Nakai hat. Dann war ich auf der SEMA Show. Der Chris Marion, der sagte dann zu mir, du musst heute ein Interview führen. Sag ich, ja, mit wem denn? Da sagt der Klaus, mit irgendeinem Typ, der macht irgendwelche breite Autos, keine Ahnung. Und ich denke, okay, wenn das jetzt RWB ist, Jackpot. Und dann kam tatsächlich der Christian Kujin mit Akira Nakai und ich musste ein Interview mit Nakai-san führen halt eben. Das war natürlich mega geil. Und dann hatte ich natürlich die Chance genutzt und habe gesagt, du, pass auf, wie sieht's aus? Finde ich voll geil, ich möchte jetzt den ersten in Deutschland bauen. Im Juli 2016 durfte ich dann meinen ersten RWB bauen. Das ist Furusato. Und als wir so weit waren, hat er dann auch zu mir gesagt, da war auch Christian da waren halt irgendwie echt viele aus aller Welt da bei dem Bau. Unterm Flügel siehst du auch lauter Unterschriften. Da sagte dann Nakai-san, dass ich dann jetzt die Dependance in Deutschland bin. War natürlich dann so ein Ritterschlag, weißt du. War eigentlich gar nicht geplant. Ja, und dann hatte ich den ersten RWB in Deutschland. Und er war natürlich glücklich, dass er jetzt einen Deutschen Abgesandten hat. Und den ersten deutschen RWB halt. Alles andere ist Geschichte. Ich habe den gekauft damals, 2015. Ja, wie soll ich sagen, öffentlich wurde ja selten ein Porsche so wirklich zerschnitten. Hätte ich jetzt einen genommen, der Taco in Zustand ist, ich glaube, da hätten sie mich alle gelyncht, was sie auch jetzt trotzdem gemacht haben. Deswegen war ich jetzt auf der Suche nach einem gebrauchten Porsche, den keiner wollte. Ich habe halt im Internet geguckt und habe gesagt, boah, der steht jetzt schon 4 Wochen. Boah, der hat 300.000 gelaufen, ich glaube, den will keiner. Und genauso bin ich vorgegangen, weil auch natürlich, ich wollte einen günstigen haben, weil ich wusste so, ich mache alles neu. Ja, und dann habe ich den genommen, habe den komplett restauriert, in Ultraviolett lackiert. Und dann musst du dir das so vorstellen, du nimmst jede Schraube in der Hand, du restaurierst ihn durch, du modifizierst ihn. Wir haben andere Interieur gemacht mit Alcantara, wir haben andere Sitze gemacht. Du hast einen Shifter verbaut, du hast ein Fahrwerk verbaut, du hast halt alles verbaut, was du brauchst und breite Räder. Und dann ist der komplett restauriert. Und jetzt fängt eigentlich erst der RWB-Umbau an. So, das heißt, du versenkst erstmal ohne Ende Kohle da rein und dann kommt der Tag der Tage. Du hast dann mit der Ganzlackierung auch das Kit umlackiert in derselben Farbe. Du wolltest ja keine Farbdifferenz haben. Und dann kommt Akira Nakai und sagt, okay, jetzt fangen wir an zu zersägen. Also grob gesagt, für mich ist es Kunst, aber du kannst dir vorstellen, als das bekannt war und wir haben gesagt, okay, einen Tag machen wir öffentlich. Also irre. Die Leute haben teilweise gesagt, boah, du spinnst und also, dass ich ja nicht gelyncht worden bin, war alles.
Und ich habe es immer unter einem Motto gebaut. Das heißt, wenn ich einen RWB baue, also wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt einen Kunden, auch dann wird es so sein, dann gebe ich dem ganzen Bau ein Motto. Und bei G1 war es Motherland, weil Porsche kommt ja aus Deutschland. Und ich glaube, das war auch so eine Inspiration für Nakai-san, dass er gesagt hat, Furusato heißt. Das heißt Ursprungsland. Und das ist natürlich mega cool. Also wenn du einen RWB hast, der heißt, ja, Furusato, da kommt er her. Also da kommt alles her. Natürlich mega cool. Habe mich gefreut und deswegen steht es auch so groß da drauf. Es gibt jetzt natürlich bauspezifische Parts, ja, die ein RWB zum RWB machen. Das ist karosseriebedingt, sind es natürlich die auffälligen Overfenders, die vordere Partie samt Gummilippe, die Seitenschweller und der Heckbereich mit Spoilerdeckel. Natürlich wollte er für den ersten Deutschen was Besonderes machen und das sieht man dann halt auch an der Front, weil hier diese Radien hatten normal der Lufteinlass nicht. Den hat er erstmalig bei Rotana, bei seinem Rennwagen gemacht und hat er dann hier bei den Deutschen, bei dem ersten Deutschen, bei G1, bei Furusato dann auch gemacht. Und diese schwarze Linie, die man hier sieht, die ist normalerweise einfarbig. Und das muss man sich vorstellen, der klebt das ab und sprüht das dann mit der Sprühdose händisch und da unterscheiden sich halt viele. Diesen Halbmond hatte noch keiner. Und diese langen Canards hat er dann rangemacht. Das ist der Fender Wing. Also das ist quasi, man muss sich überlegen, dass hier noch eine Entlüftung ist. Das heißt, hier ist im echten Auto sind natürlich da noch ist ein Gitter und dann hast du noch mal eine Entlüftung hier. Und diese Form der Fender Wings, die ist natürlich auch sehr speziell. Die hat natürlich auch nochmal extra gemacht für den ersten Deutschen. Und wir haben extra breiten Flügel hinten drauf. Und das war eine Premiere bei dem Deutschen. Fand ich sehr, sehr geil. Und so ist es natürlich sehr unique geworden, der G1, weil da so viele Kleinigkeiten sind, die speziell sind. Hat er hier nochmal unterschrieben, das fand ich sehr, sehr wichtig, dass er da seine Unterschrift drauf macht. Das hat er auch mit einem Pinsel gemacht. Er hat dann Farbe genommen und mit dem Pinsel dann seine Unterschrift gemacht. Und dann nochmal Klarlack rüber. Man muss das ja auch nochmal mit einem anderen Blickwinkel sehen. Das ist nicht nur einfach ein statisches Modell. Also es ist ja wirklich, du kannst die Türen aufmachen, du kannst die Lenkung betätigen, die bewegen sich die Räder. Also es ist schon irgendwie echt geil. Es ist halt nicht so ein Stehmodell. Du kannst es auch mal rollen lassen. Was natürlich super geil ist und super speziell und was einen auch stolz macht, ist ganz einfach so, dass es nicht irgendein RWB ist, sondern das ist ja mein RWB. Also es ist ja wirklich eine 1:1 Kopie von meinem echten RWB von Furusato. Du hast halt dein Auto auf dem Schreibtisch. So, und du guckst es an. Und guckst vielleicht im besten Fall runter in die Werkstatt und denkst, da ist er. Und dann hast du wirklich 1:1 dein Auto bei dir stehen. Das ist mega. Ich könnte mir auch 3 oder 4 hinstellen. Der Farbton vom Furusato ist ultraviolett, eine der Farben vom 911 GT3 RS. Ich finde persönlich eine sehr stimmige Kombination, die moderne Farbe mit dem RWB zusammen zu machen. Wir haben eben das Modellauto auf das Originalauto gestellt. Der Farbton ist 100% dem Original getroffen und lässt es sehr authentisch wirken. Das war Staffel 1 CK-TV. Wir haben euch 4 Folgen präsentiert rund um CK Modellcars, um den Nürburgring, um den BMW M4 GT3, den CK Modellcars Eifelshop, das Nationale Automuseum in Eversbach mit unfassbar vielen spannenden Modellen und last but not least Sidney Hoffmann und den RWB Porsche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt uns gerne ein Feedback, schreibt uns E-Mails, was wollt ihr sehen 2024, wenn wir CK-TV fortsetzen mit Staffel 2. Wir freuen uns über euer Feedback und wünschen euch eine gute Zeit. Bis dann.